Heute schauen wir uns die Holzwirtschaft noch mal ein bisschen detaillierter an, und zwar die Produktion von Hackschnitzeln. Das mit 3 verschiedenen Maschinen. 2 Maschinen sind standardmäßig mit drin und eine Maschine ist eine Mod. Und das gucken wir uns alles mal im Detail an. Wir schlagen jetzt einfach mal ein paar Fliegen mit einer Klappe sozusagen. Also wir gucken jetzt einfach mal, wie das ist mit der Produktion von Hackschnitzeln. Wie viel kommt dabei rum? Nächster Test direkt mit reingeflossen, und zwar der Test, wie viel bringen eigentlich oder wie viel bringt eigentlich Totholz? Habe ich mich schon häufig gefragt, lohnt es sich, das olle Totholz in diesen ganzen Totholzaufträgen vielleicht doch zu sammeln und dann zu Hackschnitzeln zu verarbeiten? Gucken wir uns auf jeden Fall auch noch an. Und ich habe jetzt hier, ja, von der teuersten Maschine, gucken wir mal eben, gehen wir mal eben rein, aktivieren das Teil. Dann haben wir das auch schon mal. So, genau, das Ding läuft hier auch. Also von der teuersten Maschine bis hin hier zu der Basismaschine sozusagen. Das sind die beiden Geräte, die standardmäßig mit drin sind im Game. Und dann haben wir noch das Teil hier. Ist eine Mod. Gucken wir uns auch, würde ich sagen, am besten mal eben alles 3 im Shop an. Unter Holz natürlich Holzverarbeitung oder Holzarbeiten, dann hier diese Holzhacker. Und dann haben wir hier für 110.000, für 660.000. Ist natürlich schon mal eine Holznummer, eine Hausnummer. Und hier für 38.000. Und jetzt ist natürlich dann die Frage, steht das irgendwie in einem Verhältnis? Lohnt sich das? Gucken wir natürlich rein, wie das hier so aussieht. Ist eine Mod. Und ja, benötigt 87 PS. Das ganze Teil hier hat 1300 PS und hier 150 PS. Also auch dafür dann jedes Mal natürlich einen vernünftigen Traktor mit angeschlossen, der dann eben auch dementsprechend die Leistung bringt. Ja, das ziehen wir jetzt hier gleich mal durch. Kommt da die gleiche Menge bei rum? Läuft das? Ich habe hier mal so 20 Holzklötze quasi hingelegt. Die nehme ich hier jetzt auch einfach mal so auf für den Test, damit das hier schön rund läuft. Das Schöne ist, wir können das natürlich hier mit dem Kran direkt machen, bei dem großen Gerät. Wir fangen auch groß an und das saugt sich das einfach so rein. Ne? Zack, wird reingezogen und dann hier oben schießt es direkt raus in den Anhänger. Ja, das sieht auch ganz vernünftig aus. Er zieht sich den gesamten Stamm einfach so weg. Zack, fertig. So, das Ganze machen wir hier natürlich mit den anderen Geräten auch. Also einmal Totholz für die kleinere Maschine, 110.000. Auch, ja, schon eine Hausnummer. Aber Hackschnitzel lohnt sich. Nicht nur mit den Pappeln. Wenn du das mit den Pappeln noch nicht gesehen hast, ich verlinke nochmal das Video. Absolut krass, richtig, richtig crazy. Aber auch so, wenn man quasi ein großes Feld hat und da stehen viele Bäume drauf und man will aus dem Riesenfeld vielleicht viel mehr Ackerfläche noch machen. Also man hat vielleicht ein großes Grundstück gekauft, wo eben viel potenziell mehr Ackerfläche ist. Dann nutzt man doch gerne auch sowas hier. Oder man pflanzt einfach regelmäßig neue Bäume an und alle paar Jahre erntet man dann eben hier nochmal einen riesen Schwung Holz. So, das ist jetzt das neue Gerät. Ich bin gespannt, ob das überhaupt reingeht. Gucken wir mal, so ein ganzer Stamm. Und ja, aber wir sehen hier schon, ich glaube, man muss schieben. Der fließt da jetzt nicht automatisch rein. Gucken wir mal. Nee, man muss tatsächlich nachdrücken. Das ist natürlich ein Ding. Also das heißt, hier muss man dann tatsächlich immer wieder nachschieben. Ja, man hat es natürlich hier relativ flach liegen. Aber, warte mal, ich versuche mal, gibt es hier noch eine andere Möglichkeit? Zuklappen wollen wir nicht. Nee, das ist genau das. Also es gibt jetzt nicht hier noch eine extra Ramp unten, um das irgendwie besser aufzuheben. Wir müssten hier tatsächlich Stück für Stück immer wieder nachwerfen. Ne? Aber man muss ja auch sagen, für 38.000
ist es natürlich ein deutlich geringerer Preis. Deutlich, deutlich geringer. Und ja, ich sag mal, für den Einstieg ist das vielleicht was. Oder man hat vielleicht tatsächlich nur ein paar Bäume auf dem Hof und sagt sich, okay, ich mache hier gerne... Ah, guck mal, jetzt geht es. Jetzt geht es. Also für kleinere Bäume durchaus eine Option. Das ist doch noch nicht schlecht. Das waren jetzt hier 8 Meter, genau. Und vielleicht sind einfach auch hier diese 8 Meter Stämme dann einfach zu lang. Wir gucken gerade noch mal rein. Im Shop steht da irgendeine Info dazu. Nö. Ja, wir haben hier einfach nur die Info drin stehen. Diese Maschine zerkleinert Stämme zu Hackschnitzeln. Es steht hier nichts von der Begrenzung der Baumstämme. Also, das Teil klappt dann, wie gesagt, wahrscheinlich besser mit halb so großen Baumstämmen und natürlich mit allem, was an dem Baum noch so dranhängt. Alles an Kleinkram. Jetzt gucken wir natürlich gerade noch mal eben rein. Hat sich da irgendwie was ergeben? Gibt es da einen Unterschied? Wir haben hier 538 Liter. 538 Liter für so einen vergammelten Baum. Ne? Das ist ja Totholz. Hier 528 Liter. Ist es wirklich so? Es ist wirklich so. 528 Liter, okay, 10 Liter weniger. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und bei dem kleinen, bei der Sparversion, haben wir 444 Liter. Also doch nochmal deutlich weniger, fast 100 Liter weniger mit diesem kleinen Gerät. Das, ja, ist eigentlich gar nicht so viel weniger. Aber man merkt eben schon, es ist ein bisschen weniger und von der Effektivität her sieht man da dann doch nochmal einen Unterschied. Also hier 444 zu 528 zu 538. Hier muss ich sagen, da ist der Unterschied natürlich wirklich sehr gering. Von 600.000 Kaufpreis zu 110.000 ist das natürlich schon ein ganz krasser Preisunterschied. Und dafür hat man hier eben kaum einen Mehrwert. So, jetzt testen wir natürlich nochmal als nächstes, wie ist das mit dem Totholz? Lohnt sich denn jetzt das Totholz überhaupt einzusammeln? Wir haben hier 558 Kilo Gewicht. 558 Kilo Gewicht, das heißt, es bleibt ja hier, na guck mal, 38, also von den 558 Kilo Gewicht verlieren wir 50 Liter sozusagen, 50 Kilo sind quasi dann Ausschuss nach dem Häckseln. Und jetzt brauchen wir nochmal einen vernünftigen, vergleichbaren Stamm, am besten ähnliche Gewichtszahl, aber eben nicht als Totholz und den häcksel ich jetzt nochmal in den anderen Anhänger rein. So, was haben wir jetzt hier? Nochmal eine Waldkiefer habe ich jetzt hier mit 8 Meter. Die hat aber 759 Liter. Ich säge hier einfach mal ein bisschen was von ab. Wa? Gucken wir mal. Zip. So, was haben wir jetzt hier? 600 noch was. Nehmen wir nochmal ein Stückchen weg. Hoffentlich wird es nicht zu viel. 595. Kriegen wir hier noch so ein Scheibchen abgeschnitten. So ein schmales, 595. Kriegen wir hier so... Das ist wahrscheinlich zu viel hier hinten. Ich versuche nochmal so einen ganz schmalen Streifen hier abzucutten. Damit wir hier auf... So, wie sieht das jetzt aus? Nur so ein Scheibchen. 503, okay, das ist ein bisschen zu wenig. 587, 586. Man kann das tatsächlich scheibchenweise hier abschneiden. Ne? Das ist ja der Hammer, ey. So, jetzt 586, 585. Und das Totholz hat genau 585. Hat ein bisschen gedauert, war ein bisschen rumgefriggelt, aber es hat funktioniert. Und jetzt ballern wir hier diesen Stamm mit dem gleichen Gewicht, gleiche Literzahl. Der Hänger hier ist leer, ne? Schaden, ja genau, 1%. Ansonsten ist er komplett leer. Perfekt. Also, da ballern wir das jetzt rein. Im Vergleich Waldkiefer zu Totholz. Und kommt das 1:1 hin? Oder haben wir da mehr Ertrag, weniger Ertrag? Naja, mehr wird es wahrscheinlich ja nicht, ne? Also, mehr als das, was man reinsteckt. So. Komplett nochmal rein.
Und es kommt dabei raus. Okay, das ist deutlich mehr. Das ist ja insane mehr. Wir haben 2938 Liter von einer Waldkiefer. Ich würde sagen, wir werden das demnächst einfach nochmal testen und ich schredder die verschiedenen Baumarten einfach mal durch. Das ist ja crazy. 2938 Liter bei der gleichen 585 Liter bei dem gleichen Stamm. Und im Vergleich zum Totholz ist quasi der Stamm, also quasi das Gewicht 1:1, das, was man rauskriegt, oder fast 1:1, 50 Liter jetzt weniger, nahezu identisch. Und hier kriegen wir an Hackschnitzel einfach mal deutlich mehr raus. Wir verdreifachen sozusagen, wir verdreifachen fast das, was dabei rumkommt. Das ist ja abgefahren. Crazy. Crazy. Ja, lohnt sich Totholz? Ich würde sagen, diese Aufträge, schneide Totholz, schnappt euch eine Kettensäge, ab mal eben hin zu dem Totholzauftrag, mal eben ratzfatz hier absägen, ohne diese Geräte auszuleihen für 600. Einfach mal eine Kettensäge holen, für 1000 ungefähr kosten die ja. Mal eben hinrennen, zack, 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 5, 6, 10 Bäume umsägen und dann ist das gut. Ja, aber als Hackschnitzel verarbeiten lohnt sich, glaube ich, auch nicht. Verkaufen lohnt sich auch nicht, der Transport und das alles viel zu zeitaufwendig. Was sich allerdings lohnt, sind, glaube ich, tatsächlich auch diese Maschinen. Also, das lohnt sich schon. Wir sehen zwar auch hier bei der Mod, bei dem kleinsten Gerät für 38.000, ja, Hackschnitzel lohnen sich natürlich nach wie vor. Es kommt richtig viel dabei rum. Und hier für 38.000 ist das natürlich richtig gut. Wenn man natürlich ein bisschen sparen will und keine Mod haben möchte, kann man das natürlich auch mit dem Gerät hier, mit dem Standardgerät, richtig gut machen. Für 110.000, ja, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Und man braucht eben nicht dieses Riesengerät. Man braucht natürlich etwas, um die Baumstämme hier einzuladen, ne? Also irgendwie muss man die dann natürlich auch noch da drauf bekommen. Und dann läuft das hier richtig gut. Ja, cooles Ding. Für mich auf jeden Fall auch nochmal eine schöne Erkenntnis. Das mit dem Holz, das werde ich auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen weiter testen, wie das denn aussieht mit den verschiedenen Holzarten, ob da auch nochmal verschiedene Erträge bei rumkommen. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream. Bis dahin.